Robby und Bella. Los geht's. Los geht's. Dann kommen wir jetzt weiter zu zwei Sachen, die ich euch, ja, gut, ich weiß nicht, wie interessant das jetzt für euch ist. Also, da wir natürlich Videos machen, ist das jetzt interessant für jeden von euch, der auch Videos macht. Denn das hier ist ein sogenannter Fotorahmen. Ich habe hier die Möglichkeit, gerade mit dem Handy, hier ein Handy einzuspannen. Und hier oben habe ich die Möglichkeit, insgesamt 3 Zusatzgeräte anzuschließen und habe hier auch noch Verschraubungen. Was bedeutet, dass ich hier ein Licht montieren kann und hier ein Licht und hier ein Richtmikrofon zum Beispiel. Und dann habe ich hier eine Station mit meinem Handy und kann das halt besser halten und ausgleichen und habe direkt mein Licht und hier oben mein Richtmikrofon und kann damit Hackengas geben. Schön ist natürlich auch, dass der Rahmen hier verstellbar. So, der Rahmen ist hier verstellbar über die Schraube. Was bedeutet, ihr könnt euer Telefon, das hier ist alles bestes Silikon, auch hier vertieft, alles wunderbar mit Rippchen. Ihr könnt also richtig schön dafür sorgen, dass das Telefon da eingespannt ist, das Ganze mit der Schraube so versiegelt, dass ihr auch über Kopf oder selbst bei Actionaufnahmen keine Angst haben müsst, dass das irgendwie flöten geht. Also der Handy fällt da nicht raus. So, und hier oben, wie gesagt, sind die Armaturen für Licht- oder Richtmikrofon und hier das Ganze auch nochmal ist durchgängig, ne? Und hier unten ist auch nochmal ein Gewinde. Was heißt, ihr könnt das natürlich auch irgendwo auf dem Stativ, auf dem Tripod oder was draufstellen oder da unten noch irgendein Moped hinzufügen. Also es ist der absolute Knaller. Cool. Und weil ich mir das geholt habe, nämlich gerade auch für Kroatien, damit Bella, die ja auch mal oft filmt, dann einfach besser alles handhalten kann, habe ich natürlich auch direkt dazu schon ein Teil hier bestellt und ein Teil bei Amazon. Dann sehen wir uns dann natürlich in einem Amazon-Video an, denn da wird es dann auch um ein Richtmikrofon gehen. Hier haben wir jetzt ein ultra mega geiles Licht. So, und hier gibt es natürlich wieder die Empfehlung, also für alle, die sagen, der Robby, der macht nur noch Amazon. Das stimmt gar nicht. Dieses Licht hier kostet bei Amazon das Dreifache. Wo hat der Robby das bestellt? Bei Temu. Wo rät der Robby euch? Soll ich das bestellen? Bei Temu. Ist richtig. So, das machen wir natürlich nicht. Aber, wie ich immer sage, es gibt geilen Scheiß bei Temu und es gibt geilen Scheiß bei Amazon. Und manchmal ist der geile Scheiß bei Amazon besser als bei Temu. Dafür sind wir ja da, um euch zu sagen, wann ihr was wo holt. Das Ding habe ich mir natürlich schon angeguckt, deswegen kann ich euch hier auch sagen, das kauft ihr schön bei Temu. So, es gibt eine Anleitung, die euch alles erklärt in Deutsch, Englisch und Chinesisch, was keiner versteht, was auch keiner braucht. Dann gibt es natürlich wieder Aufladekabel, selbstverständlich ist das Ganze mit C-Stecker gelöst. So, eine schöne Verpackung mit ein paar Informationen, Energieeffizienzklasse, Labera, Barber, interessiert auch keinen. Deswegen, das Ding heißt WLR2, RGB Video Light. So, brauchen wir auch nicht mehr. Tun wir weg. Okay. Und jetzt kommen wir hier also zum, so sieht er von hinten aus, so sieht er von der Seite aus. Ihr habt also hier diese Einschubmulden, was bedeutet, ihr könnt auch mehrere Lichter miteinander verbinden. So, da oben auch. Das heißt also, insgesamt könnt ihr hier ein Licht dran machen, da ein Licht dran machen, da ein Licht dran machen. Da könntet ihr eigentlich ewig so weitermachen und dann habt ihr irgendwann nur noch Lichter. Das ist richtig. Hier unten ist dann die Funktion, um eben das Teil an den Rahmen anzubringen. Selbsterklärend, da haben wir den Rahmen. Dann können wir hier, also, sorry, zack, so, dann gehen wir hier hinten rein, schieben das hier hin und dann können wir natürlich mit der Schraube hier, können wir das festmachen und dadurch ist das dann richtig festgeknallt. Also ich muss richtig festdrehen, ist richtig, so, richtig festdrehen. Jetzt haben wir hier das Licht. So, so, da haben wir das Licht drauf. Und wie gesagt, dann könnt ihr das alles weiter ausbauen. Hier könnt ihr auch ein Licht und wie gesagt, hier könnt ihr ein Mikrofon. Ich habe es jetzt nur einmal mittig gemacht. So, und jetzt kommen wir dazu. Aufgeladen wird das Ding, wie gesagt, hier mit dem C-Stecker, hat also auch einen Akku. Und dann gibt es hier ganz viele Sachen. So, und jetzt passt mal auf, Freunde. Ich hoffe, das klappt hier mit dem hellen Licht. Wir machen Power Mode an. Ich hole den mal eben hier wieder raus. So, zack, zack, einmal weg. So, jetzt machen wir hier Power Mode an. So, wir haben hier einmal warmes Licht. Dann haben wir so große Fuzis, also die so ein bisschen, die wirken natürlich, die Fotografen werden das wissen, diese ganzen Lichter wirken natürlich immer wieder anders. Je nachdem, für welchen Zweck man das verwendet. Hier haben wir das kaltweiße Licht. Dann haben wir hier so richtig Rambazamba. Ne? Da ist kalt und warmweiß zusammen. Dann kommt hier wieder das warme Licht. Hier wieder das kalte Licht. So, also die können wir in diesen Stufen wechseln. Warm, kalt oder beide zusammen. So, und wer jetzt denkt, ja, schön. Das ist noch nicht alles. Jetzt kommt der RGB-Modus. So, und beim RGB-Modus ist richtig Rambazamba, Freunde. Zack. Jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, guckt mal hier.
Ist richtig. Da ist einmal Lauflicht mit drin, mit dem wir natürlich bei Videos an Wände oder wie auch immer gewisse Effekte erzeugen können, indem wir das natürlich dann auch ins Gesicht halten oder wenn man mal dunkel etwas filmt, dann können diese Effekte dafür sorgen, dass wir eine richtig geile Szenerie erhalten. Das Ganze gibt es natürlich auch in Blau-Grün. Also hier sind mega Programme am Durchlaufen und auch mit Wandprojektion natürlich, wenn man das also auf die Wand richtet und lässt das Farbspiel dann natürlich in einem Video hinter sich erscheinen. Mega Effekte und vor allem dann für das kleine Geld, was ihr gleich sehen werdet. Und wie gesagt, hier gibt es mega viele Funktionen, also vom Polizeilicht, ne? Hier seht ihr schon, da könnt ihr Polizeilicht mit simulieren. Hier ist Blitzgewitter, also hier ist richtig was los. Das ist der absolute Knaller. Und selbstverständlich könnt ihr das Ganze dann hier auch noch mit Plus und Minus anschwächen oder auf volle Pulle setzen. Ich habe jetzt hier, glaube ich, auch auf volle Pulle gehabt. Und das Teil ist einfach nur großartig. Also wie gesagt, da kann ich jedem nur empfehlen. Zack, rein, hast du gesehen, ne? Ich habe gesehen, und dann wird die Feststellschraube hier einmal angezogen. So. Ich habe gesehen. Und dann ist das Ding, Nein, ist schon cool. dann ist das Ding bombenfest. Wie gesagt, dann ist das bombenfest. Und jetzt könnt ihr hier das zweite und hier könnt ihr dann das Richtmikrofon, was ich schon habe. Und dann hast du einen Spotlighter und dann noch mit Mikrofon nach vorne und kannst super geil mit dem Handy filmen. Und, ach, guck mal, das sehe ich jetzt. Guck mal, hier an der Seite ist sogar auch noch mal. Das ist der absolute Wahnsinn. Also du hast hier eine Schraube, hier eine Schraube, hier eine Schraube. Da drunter versteckte sich, also hier drunter versteckte sich eine Schraube, da versteckte sich eine Schraube. Das ist der absolute Knaller. Jetzt überleg mal, was du damit alles machen kannst. Ne? Also da lasse ich euren Fantasien freien Lauf. Fakt ist, ich freue mich sehr, dass wir das haben. Freue mich, dass dir das auch gefällt. Ja. Wie gesagt, dass das Ganze hier mit Silikon ausgekleidet ist, finde ich auch bombastisch. Nein, und es ist auch kein Gewicht. Ne? Das ist ja alles kein Gewicht, was du hier hast. Und deswegen ist das mega. Und da freue ich mich schon, wenn wir damit die ersten Aufnahmen machen können. Und dann geht's richtig los. Yes. Ja, also, das ist der Fotorahmen. Und dieser Fotorahmen, den zeige ich euch jetzt. Warte, dieser Fotorahmen, das stellen wir hier mal so hin. Ja, ist, glaube ich, damit besser, ihr da auch wenn ein du bisschen seht, hinlegst, ne? Oder? Damit ihr auch ein bisschen seht. So, Ja. zack. Also dieser Fotorahmen kostet 4,72 €. Der ist immer schwarz-rot. So, da haben wir es einmal. 4,72 €, immer schwarz-rot. Ist richtig. Und hier seht ihr die Szenerie nochmal, was ich euch gerade gesagt habe. Ihr könnt da natürlich, Richtmikrofon und die 2 Lampen da oben und dann könnt ihr richtig Hackengas geben. Eine super coole Sache, wie ich finde, wenn man was aufnehmen möchte. Und jetzt kommen wir zu dem UE Go Handylight. So, guck mal hier. Ein 10er. Ja, ist richtig, ein 10er. Gehen wir bei Amazon gucken. Ich sag ja gerade, da zahlst du bis das Dreifache. Da sind die Abmaßungen. Ja? Also das Ding, wie gesagt, ist auch fast 12 cm groß. Und ihr habt jede Menge Möglichkeiten, logischerweise, wie ihr das Ganze verpacken könnt. Der RGB-Modus ist einfach fantastisch. Wie gesagt, ihr könnt ganz viele Szenerien erstellen, dass ihr auch diesen Polizeimodus habt. Ne? Da kannst du halt... Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich habe nur eine Bier getrunken. Ja, geil. Also wie gesagt, ich habe jetzt eins kommen lassen, wollte mich davon überzeugen, ist das Ding genauso geil wie das von Amazon? Ja, es ist identisch, genau das Gleiche. Was bedeutet, davon kommt jetzt der zweite und dann habe ich für beide nicht mal das bezahlt, weil ich für bei Amazon für genau das Gleiche für einen bezahlt hätte. Ist richtig. So, in diesem Sinne freue ich mich da sehr und auch die Bella. Ja. Denn die hat jetzt was Vernünftiges in der Hand. Und was hat sie immer gerne? Die Bella hat immer gerne was Vernünftiges in der Hand. So, was mir aber auf den Wecker ging, war das scheiß Silikon-Rühr-Moped, was wir seit Jahren hatten. Man nennt es ja auch Schneebesen. Schneebesen, der ging mir tierisch auf den Sack. So, und da habe ich geguckt und den wollte ich lange haben, aber da sage ich euch ganz ehrlich, der war mir immer zu teuer. Weil der kostet von, also guck mal hier, der kannst du einmal, ist der drin, ist der draußen? Ist der drin, ist der draußen? Also der ist einmal ein bisschen weicher, da hat er auch für 5 Stück. Du kannst den einmal so reinmachen und dann ist der ein bisschen, ich will jetzt sagen, härter. Ob man den jetzt so benutzen muss oder einfach nur praktisch ist, dass der nicht so groß in die Schublade reinkommt, ist jedenfalls bombastisch. Ansonsten hat der durch die Kugel natürlich die Möglichkeit, dass du viel geiler den sauber machen kannst, wenn du den berührt hast, wenn du den benutzt hast. Und wenn du ja manchmal was hast, so wie, keine Ahnung, vielleicht rührst du ja auch mal was mit den Nudeln um oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ne? Ja, oder Salat. Dann bleibt die ganze Scheiße in diesem scheiß Schneebesen immer hängen. Ja. Und das, nee. So, und das kann dir hier eben nicht mehr passieren, weil du hast ja jetzt hier die Kügelchen
Und macht damit mal ein Ei. Das ist so geil, ne? Also wer schon mal ein Ei aufgerührt hat, da gebe ich euch übrigens nur mal einen Tipp, ne? Die meisten machen den Fehler, die rühren ihr Rührei zu wenig. Ihr müsst wirklich richtig rühren, was damit natürlich noch besser klappt. Warum muss man das? Weil je mehr du das Eigelb mit dem Eiweiß vermischt, umso fluffiger wird das Ei. Das wissen ganz viele nicht. Das war jetzt wieder der Tipp in einem Video vom Robby. Bestellt euch das Ding und rührt mal richtig schön. Du müsst richtig ausrasten. Und dann werdet ihr merken, was ihr für ein richtig geiles Ei habt. Und da braucht ihr nicht mal Sahne oder Milch, den Trick kenne ich auch, dazugeben. Es geht nur darum, dass ihr richtig die Eier schaumig schlagt. Und dann, Aber richtig, so richtig. dann funktioniert das volle Pulle. Also wie gesagt, ob lang oder kurz, großes Kino, kostet kein Geld. Was ich gerade gesagt habe. Warum ich den vorher nicht geholt habe. Ich habe den die ganze Zeit gesehen von, ich weiß es nicht mehr, wie heißt das? Nicht MGM, das war Fernsehen. Nee, Ihr wisst, was ich meine. Die ganzen teuren Hersteller. Ja, Fackelmann zum Beispiel. Fackelmann ne? und so weiter, weiß ich jetzt nicht. Ich meine den mit M. Ihr wisst, was ich meine. Da kosten die Dinger bis 30 €. Und jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Also ich gehe in eine Neustraße singen und die Leute bezahlen mich dafür, dass ich aufhöre. Verstehst du, was ich meine? Da zahle ich doch nicht 30 € für so ein Moped. Also ich zahle nicht mal 20 dafür. Richtig. Und was macht man da? Man geht bei Temo rein und guckt einmal, was das Ding kostet. Und dann lässt man sich das kommen in der vorherigen Bestellung. Und dann ist man nämlich total glücklich, dass man das hat, weil man damit seine Eier richtig schön schaumig schlagen kann. Denn das Ding hat hier gerade mal gekostet 2,19 €, Freunde der Sonne. 2,19 €. Ist richtig. So, da seht ihr das Moped nochmal. Hat eine gesamt ausgezogene Länge von 25,2 Zentimetern. So, ja? Und da könnt ihr dann süß, ne? richtig die Eier schaumig schlagen. Und ich liebe ihn jetzt schon. Ja. Und ist schon echt, ist nicht, Also, wirklich mega. nicht dünn. Nein, ist Also auch der richtiges ist schon Edelstahl. richtig Selbstverständlich, stabil, ne? selbstverständlich hochwertiges Edelstahl. Ist richtig. Also es ist alles Edelstahl. Unten der Griff ist natürlich gebürstet. Das heißt, wir bekommen hier die gleiche Qualität, wie auch wenn wir in Rewe reingehen und holen uns von Fackelmann da irgendwelche Dinger, Ja. die ja genauso gestaltet sind. Ja? Also deswegen, hier ist nichts und hier soll nichts. Da kannst du halt ziehen. Hier, das geht also da hinten auch nicht raus. Und auch das hier, da habe ich auch schon 1000-mal gezogen, auch das hier geht nicht raus, sondern das bleibt genau da, wo es ist. Geil verarbeitet, wie gesagt. Warum man den jetzt ausziehen kann, weiß ich nicht. Ich finde es jedenfalls besser. Weil, nochmal, um den auszuziehen, da arbeitet der natürlich besser. Um den reinzuziehen, bleibt der ein bisschen härter. Da braucht man natürlich nicht. Aber wie gesagt, ihr habt nicht so viel Platz in der Schublade. Und deswegen finde ich das großartig. Auf jeden Fall super. 2,19 €. Das macht euer Leben schöner. So, was haben wir dann noch? Richtig. Hier haben wir noch ein Kabel. Treffer. Ich muss das. So, und dann ist es das jetzt hier auch von meiner Seite gewesen. Hier war ich zu schnell. Ja. Den schmeiße ich natürlich nicht ganz weg. Nein. Der bleibt hier nochmal liegen. So, das kann jetzt weg. Okay. Und dann haben wir die Männerbestellung 1 abgefrühstückt. Jetzt komm ich. Und jetzt kommt die Bella, denn die Bella macht jetzt selbstverständlich weiter Jetzt komm ich. mit ihren Sachen. Ja. So, die tue ich mal eben hier hin. Dann. Das tun wir hier hin. Ja. Und dann bist du hier drin in der Bestellung. Ich liebe diese Hose. Die ist so bequem. Die ist so bequem. Wir tauschen. Achso, wir tauschen, ja, ist Ja, wir richtig. tauschen Alles einmal. klar. Oder, ja. Nee, ich stelle das eben wieder runter, ist richtig. Zaga. So, jawohl, das ist sie. Ja. Zaga. Ah. So, mach mal hier ein bisschen. Tun wir den einmal Ach so, vorne ja. hinstellen. So. Okay. Ich bräuchte einmal bitte das Messer. Ja, sehr gerne. Habe ich alles griffbereit. Zack. Einmal. Das musst du mir auch aufmachen, weil ich Das mache ich auch komm sehr damit gerne. hin. Zack. Wer sich wundert, was das ist, Freunde, kann ich euch nur empfehlen. Also, ich habe niemals immer jeden Tag so ein Everyday Carry Messer gehabt, ne? Aber dieses kleine Mini, das liebe ich total. Also, das zeige ich euch trotzdem einmal. Ne? Hast du eine kleine Messer, ich glaube, das darfst du in Deutschland auch noch haben. Ja, so Ja, gerade wahrscheinlich. eben geht das noch durch. Ne? Ja. Also ein Messerchen, Schraubenzieher mit Pfeile. Dann hast du hier eine Schere, die total geil und bissig ist, aber das wisst ihr ja, das ist Victorinox. Und dann hast du hier noch, auch voll geil, einen Flaschenöffner und einen Kreuzschraubenzieher. Und hier ist natürlich noch ein, also das ist geil. Das Ding habe ich nur noch mit dabei, weil damit kannst du wirklich alles abdecken, was nur geht. Ja. Bitte? Kauft euch einen Victorinox Mini SD Champ mit allen 4 Funktionen. Okay. Rasiermesser scharf, echt geil. Ist richtig. So. Ist richtig. Also es klappt heute hier echt sehr gut, muss ich einmal ganz kurz sagen. Also von daher, gut, dass sich meine Frauen so gut um mich kümmern. Ja, die Frau hinter der Kamera und die Frau vor der Kamera. Ich habe 2 Frauen, die sich gut um mich kümmern. Aha. So, Okay. So. Ich habe. es läuft, ist aber schön. Oder ich merke das erst wieder heute Abend, ist auch egal. Nein, ist alles gut. Ja, du sitzt ja. Du hast, Eben, deswegen ist schön. Bisschen gerade das Bein, das ist doch super. Jetzt habe ich Jetzt hat sie. mir eine
eine Hose lässige bestellt. Jeans. Aber ich sehe schon wieder, Das naja, ist das ist kein direkter Jeansstoff. kein direkter Jeansstoff, nein. Da hatten wir ja schon mal in einem Video gesagt, So. dass wir manchmal Ich glaube, die kannst du besser da dass wir zeigen. manchmal irritiert waren. Ich muss einmal, super Hose, bin begeistert. Lieblingshose werde ich wieder bestellen. Aber hier steht Jeansstoff, ist richtig. Ja. Jetzt müssen wir einmal kurz hier unten gucken. Und hier unten steht dann aber, da hat die Bella nicht drauf geachtet, Material ist 100% Polyester. Polyester, okay. Dementsprechend ist ganz klar, Ja, kann es gut. keine Jeanshose Ich habe sein. auf die Jeans geachtet. Was jetzt aber nicht so schlimm ist, denn die nennen das Jeans, weil wir, ich denke, das kann man hier sehen, ne? Weil wir wir haben so einen minimalen Look, ihr wisst, was ich meine, ne? Dieses Streifen, was eine Jeanshose auch hat. Ja? Deswegen sieht das so ein bisschen wie Streifen aus. Aber hier bei der Hose, anders als bei der, die wir in einem anderen Video vorgestellt haben, wo wir so gemeckert haben, ist das jetzt hier nicht aus irgendeinem Schwimmmaterial, Nee, das ist in dem man richtig. so nicht rumlaufen möchte. Deswegen würde ich mal sagen, das hier ist so eher Kategorie Trödelmarkt-Inder. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man um den Trödelmarkt geht, da Ja. sind doch immer die Inder da mit den Genau. ganzen Klamotten. Das heißt, das ist so Ja. so okay. Das ist so okay. Für das, was es sein soll. Für das, was du bezahlst, was es sein soll, geht es noch gerade so. Weil ich Gerade sehe jetzt eben. gerade hier den Preis. Genau. Ja, ich habe mich wieder von Jeans irritieren lassen. Ich sehe jetzt gerade hier den Preis. Ich Gut, wollte da eine muss ich. schöne Jeanshose, ja, aber habe ich Ja, die verkackt. Bella vergisst manchmal, wie gesagt, Weiter unsere zu gucken. eigenen Regeln und immer wieder Ja. zu gucken, was ist das für ein Material. Und wenn der Alte nicht daneben sitzt und da einen Finger drauf hat, dann passieren Ja, ich solche wollte Dinge. dich überraschen. Also, wir wollen jetzt nochmal sagen, so 16,99 €, genau. 16,99 € für eine normale Stoffhose, die wir jetzt hier haben, finde ich dann doch Ja, zu teuer. ist richtig. Ob euch das wert ist, das müsst ihr dann halt selber wissen. Wie gesagt, der Stoff ist okay. Wir haben hier jetzt auch, der Bund ist richtig. Der Bund, der gibt ein bisschen nach, aber der Stoff gibt nicht nach. Nee. Das heißt, genau, der Stoff ist fest. Wer das mag, wem das gefällt, der weiß jetzt hier Bescheid. Wie Ja. gesagt, für eine Markthose, so nenne ich die jetzt, ist es okay. Und der Saum ist gerafft, habt ihr gerade auch bei den Bildern gesehen. Für eine Markthose ist es okay. Ja, ich sag mal 16,99 €. Auf dem Markt würdest du jetzt hier wahrscheinlich auch 20 bezahlen. Aber normalerweise wissen wir besser, dass sowas dann auch für einen Zehner völlig in Ordnung wäre. Von daher, Preis kriegt hier von mir ein Minus. Hose von der Qualität, das was sie ist okay. Ist okay. Ist okay. Ja. Ist okay. Habe ich gezeigt, Preis, ne? Ja, Preis habe ich gezeigt. Wie das ganze Ding aussieht, haben wir auch gesehen. Die Hose bleibt trotzdem im Besitz. Und wie die dann tatsächlich aussieht, werden wir uns, genau so, richtig, ja, ist richtig. Da gucken wir uns Bellas Popöchen in der Hose nochmal an. Und selbstverständlich auch ihre schöne Frontseite, ist richtig. Und dann gucken wir nochmal in Croatia. Da werden wir die dann mal mitnehmen, weil ich glaube, da können wir dann nochmal richtig gucken. Schwarz ist eigentlich immer elegant, sagen wir mal so. Ja. Mich stört nur ein bisschen der Preis, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Hose ist okay, der Preis stört mich ein bisschen, Ja. weil das ist für mich schon deutsches Verhältnis. Dann brauche ich nicht bei Temo bestellen. So, das ist jetzt nicht böse wegen Nein, dir nein, gemeint. ich weiß schon, will nur ja. kurz sagen, die Bella hat sich auch leider auch vertan und hat nur schnell gelesen. Jeans, für Jeans brauchen wir nicht reden. 16,99 € für eine Jeanshose wäre völlig top gewesen in schwarz. Deswegen machen wir einen Strich drunter. Markthose, super. Wer sagt 16,99 € zahle ich dafür, wisst ihr Bescheid. Wie geil das tatsächlich ist, wie gesagt, gucken wir uns in Kroatien an, wenn die Bella da reingeschlüpft ist Ja. und das Wetter tatsächlich alles hergibt. Weil das wir jetzt hier natürlich keine, wir wechseln die Klamotten Modenshow machen, ist selbsterklärend. Nee. Der Zoll hat noch mal hier, ich brauche noch mal das Messer, bitte. Der Zoll, Ja, der hat hier. ja, der weiß mittlerweile, was so los ist bei uns. Da sagt er, das kann doch nicht wahr sein, schon wieder Robby testet. Was bestellt er denn da die ganze Zeit? Muss man ein bisschen aufpassen, dass wir nicht kaputt machen. Das ist nämlich sehr eng da drin, ist richtig. Also, hier einmal hier zurück. Hier ist der Rest. Entspannte Passform. Ich wollte gerade sagen, da hat sie doch jetzt wieder hier, da hat sie doch wieder den Robby beschenkt. Da ist es denn die Möglichkeit. Aber ich habe mir gedacht, ich weiß, du magst kein Blau, Ich nicht so gerne. Ich liebe Babyblau. aber in Babyblau schön in Nein, ist Kroatien. richtig. Normalerweise mag der Rob wenn man kein Blau. braun ist. Aber ich habe dir gesagt, weil wir haben ja im letzten Sommervideo, wer das nicht gesehen hat, zieht euch die Temu Sommervideos rein. War auch hier vorne schön auf der Decke. Da haben wir die ganzen Kollektionen vorgestellt. Und da hat der Robby sich schon eine bestellt in kurz. Denn Ja. diese Leinenhosen hier bekommst du ja auch in kurz. So, Ja, ne? Tausendmal vorgestellt, absolut geiler Stoff. Sitzen, perfekt, bombastisch. Gerne auch nochmal hier, für die, die es noch nicht gesehen haben. Der Bund ist super.
Der Stoff ist super. Da brauchst du nichts drunter anziehen. Ja? Also ich Nee. habe da ganz gerne nichts drunter. Die Taschen, habe ich schon mal gesagt, ne? Die Taschen, die gehen richtig schön tief, was auch Ja. bedeutet, dass ihr hier, da siehst du das, ne? Hier ist mein Finger. Wenn du jetzt Kleingeld da drin hast, das fällt dir nicht gleich raus, wenn du dich mal irgendwo hinsetzt. Und dann gibt es noch die obligatorische Tasche hinten. Genau. Also, Stoff, Dings, alles großartig. Die Zuschauer, die uns öfters gesehen haben, werden das wissen. Davon hat der Robby jetzt schon, boah, ich weiß es gar nicht. Ich habe ein paar weiße, ich habe ein paar schwarze und jetzt habe ich eine Jetzt hast du babyblaue, Babyblaue. wo ich In mich lang. sehr freue. In lang. In Die lang. kurzen hast du mehr. Ja, wo ich mich sehr freue. Und die Hosen liegen immer zwischen 6 und 8 Euro. Und in Bellas Fall lag der Preis jetzt bei 7,87 Euro. Völlig in Ordnung. Da ist der Preis, 7,87 Euro. Wie gesagt, wer Leinenhosen mag, und ich liebe die, weil eine Leinenhose und dazu einfach irgendwie ein paar geile Nein, Schuhe die sind schon schön. ist auch. immer bombastisch. Und ich habe im Sommer fast nichts anderes an. Und die bekommt ihr natürlich in sämtlichen Farben. Da unten könnt ihr das einmal sehen. Und wenn ihr auf anderen Herstellerseiten drauf geht, bekommt ihr noch mehr Farben. Denn genauso wie Bellas indische Hose, die sie schon ein paar Mal vorgestellt hat, bekommst du auch diese Hose. Ja, das ist 95%, Ja. habe ich gesagt, also es ist Lein und Baumwolle, ne? Ja. Da ist 95% Baumwolle und 5% ist dann immer dieses Leinen. Leinen. Richtig. Also Fakt ist, das ist keine. Habt ihr extra drauf Nein, das ist keine, ist richtig. Ihr bekommt auch welche, da müsst ihr aufpassen, das ist Polyester. Also ganz Ja. wichtig ist, die müssen natürlich aus Leinen sein, die müssen vernünftig sein und dann machen die sehr viel Spaß. Und meine älteste ist jetzt auch schon 2 Jahre alt und zwar die weiße. Aber auch meine schwarze ist schon über 1 Jahr jetzt alt, logischerweise. Und die schwarze ist auch immer noch schwarz, tatsächlich. Und die weiße sieht auch immer noch weiß aus. Ist richtig. Also super. Egal, was du machst. Und ich habe die ja überall angehabt. Also am Strand und da. Wir haben Videos damit gemacht. Ich bin damit schon auf der Wiese rumgerutscht. Und ich kann ganz ehrlich sagen, dass wir haben keine Zauberwaschmaschine. Aber Fakt ist, das Weiß ist immer noch weiß und das Schwarz ist immer noch schwarz. Ja, und sie das ist nach nicht 2 ausgefluddert nach oder 2 so, und ne? nach 1 Jahr. Richtig. Und vor allem, es ist komplette Baumwolle, was super ist. Ja, mega. Da haben wir gedacht, wir machen mit der Männer-Edition jetzt Ende. Und da beschenkt die Bella schon wieder die ganze Zeit den Rob. Ja. Ja, ist es denn. Ist es denn? Ja, ist es denn. Aber, Aber, so. Jetzt beschenkt die Bella, hat sich nämlich jetzt beschenkt. so ist auch richtig. Man muss auch mal an sich selber Man muss denken. auch mal an sich selber denken. 2 Stück. Ich habe 2 Armbänder bestellt. Okay, zuerst nehmen wir Das das dunkle. mehrlagiges Lederarmband. Genau. Und wie ihr wisst, Dieses Produkt ist ausverkauft. Okay, dann muss ich euch das hier so zeigen. habe ich ja hier meine meine Armband-Zumachhilfe. Ja, Und habe deswegen mir auch, normalerweise kaufe ich Armbänder entweder mit, wie ihr hier auch seht, mit Magnet, damit das alles ziemlich schnell und einfach geht. Aber da ich die Hilfe ja habe ich mir jetzt ein Armbändchen bestellt. die Bella trotzdem nicht benutzen kann, weil sie sich jedes Mal den Finger schneidet. Ja gut, mit einem B. Ja, Für die Bella. mit einem B, mit einem Bella. Schmetterlings. Also wie gesagt, Freunde, ich kann euch das jetzt nur hier zeigen. Die Bella bezahlt 1,34 €. So, wenn ich nämlich jetzt hier drauf gehe, genau, dieser Artikel ist gerade ausverkauft. Ei, okay. Dann kommen hier Ersatzmopeds, aber hier ist leider jetzt gerade kein B mit dabei, sondern alles ganz viele verschiedene. Deswegen müsst ihr mal gucken, aber Fakt ist, 1,34 € habe ich euch gezeigt, da ist dieses B. Und jetzt halte ich euch das selbstverständlich auch noch einmal in die Kamera, damit ihr das in Original seht. So, da ist das B. Richtig schön mit so Glas, dann Leder und dann vernietet hier mit Kupfer und von hinten sieht das Ganze so aus. Ist richtig. Also völlig in Ordnung. Wie gesagt, und das B ist hier so ein Glaskügelchen. Ja, also von daher ganz nice. Und für 1,30 € Ja, ist kann man da völlig in natürlich, Ordnung. kann man da natürlich nicht meckern. Ja. Dann Und kommen wir dann hier zu dem machen wir auch Weißen. Das gibt es mehrfarbig. Das zeige ich euch jetzt hier schon mal direkt. Ein schnelles Also Nummer. dieses bekommt ihr auch in mehreren Farben. Doch. In mehreren Farben. Bella hat sich die weiße weiße Edition Edition. rausgesucht. Da ist sie einmal. Und dann gibt es das aber auch noch in Türkis. Und dann gibt es das auch noch in einem Rosa mit einem Eiffeltürmchen. Genau, das ist es dann. Hier ist auch Türkis, der hier ist auch noch Eiffelturm. einmal lila. Ach, da ist überall, jetzt sehe ich auch, da ist überall der Eiffelturm. Ja, und fällt da mir oben auch steht jetzt erst Love, auf. da ist ein Herzchen und hier, sage ich mal, sind 2 Unendlichkeitszeichen. Genau. Und dieses Armband lag bei nur 1,06 €. Was natürlich auch großartig ist. Und auch hier zeigen wir euch das noch einmal in Original, so dass alles wirklich da ist. Zack. Da ist das Armband. Genau. Ist also auch mega. Unendlichkeitszeichen, Eiffelturm, Herzchen mit Perle und da
Die Love Edition. So, Yes. auch in einem schönen Weiß mit Champagner, Rückseite und auch wieder mit einem Karabinerverschluss natürlich, den die Bella bedienen kann, wenn sie sich mal Der- nicht in die Finger schneidet. Genau. So, weil wie die treuen Zuschauer wissen, die hat fast immer einen Nicht immer, manchmal. Ja, ist manchmal richtig. nicht, aber ja, ist halt so. Ist halt so. Ist halt so. So, jetzt